episode of the Try Making Of, together with Friedrich, Indiana, and Ludwig. and he is the composer of the soundtrack. And to make it easier for all of us, we switch to German now. Servus. Servus, hallo, ich bin der Ludwig, der Bruder von Friedrich, und mit der Musik war das eben so, dass ich früher immer, so vor 12, 13 Jahren, wollte ich immer unbedingt irgendwie deutschen Hip-Hop machen. Ich fand das damals ziemlich cool. Fuchs ist ein Tier mit nem Schwanz hinten dran. Wer das nicht weiß, sollte Try spielen, Mann. Friendships halten nicht, nur wegen Insider. Ich bleibe out und gebe diesen Track weiter. Und dann habe ich halt so ganz low-budget-mäßig mir hier ein kleines Tonstudio im Keller meiner Eltern eingerichtet, und es hat immer, da kann man mal gut Krach machen und viel ausprobieren. Aber wir haben ja nicht Computerspiel machen studiert, du hast nicht Computerspielmusik machen studiert. Ja. Letzten Endes ist es einfach so ein Hobby, das gut gelaufen ist, wenn man so will. Ja, also wir sind ja damit groß geworden. Genau. Ja, und also ich denke mal so, das ist so 10 wichtige Jahre in meinem Leben, so mit euch, also mit dir und dann noch mit unserem anderen großen Bruder, Computer Games eben zu zocken, und wir sind eben zu dieser Commodore, hat gerade abgeklungen, Amiga hatte eigentlich der Nachbar nur, wir standen sich die Computer so gegenüber. Einmal Friedrich mit seinem PC und dann Paul und ich mit unseren Konsolen wie Super NES und PlayStation 1. Und das ging echt jahrelang, dass man sich da täglich einfach eingefuchst hat bis in die Nacht und gezockt hat. Und ich glaube, das ist einfach was, das uns da sehr geprägt hat. Überleben und Sterben. Und da kam dann mein Bruder und er hatte dann schon eine Idee für, es ging dann um 2 Tracks, die so ganz mystisch und so ganz, so mit ganz akustischen Instrumenten wie eben Trommel, Didgeridoo, Bassgitarre, und er hat noch Saxophon gespielt, und aber das alles sehr auf Stimmung gesetzt. Also das war auch so das erste Mal, dass ich so mitgekriegt habe, wie kann man so eine Art von Musik machen. Und, wir haben uns hier 5 Tage so ein bisschen eingeschlossen und wir haben das zusammen aufgenommen. Ich habe eigentlich da gar nicht so viel gemacht, außer eben nur aufgenommen. Es war wahnsinnig interessant zu sehen, wie Paul das eigentlich alles schon so vorher wusste, wie sich das anhört. Wir haben nur ein bisschen experimentiert und ausprobiert und hat dann auch so Gesänge aufgenommen und so weiter und so fort. Und dann, wie sich das aufgebaut hat, so eine Soundkulisse eben zu schaffen und so ein Style, sage ich mal, so ein Musikstyle einfach zu kreieren. Was ich zum Beispiel sehr cool fand, war die Musik für The Sun is Deadly. Ja. Das war echt schön. Da hatte ich nur so mit Bass so ein bisschen was reingemacht, ne? Genau, das Spiel ist ja innerhalb von 48 Stunden entstanden. Genau. Und da hast du krass mitgemacht letzten Endes. Da hatte ich dann so 2 Stunden im Keller verbracht für euch, spontan. Ich glaube, ich habe einen Screenshot bekommen, und nachdem habe ich dann ungefähr so... Da ging es doch um die Vampire, ne? Genau. Du hast im Blut ausgesaugt, genau, ja. Da hatte ich so ein bisschen den Deadman-Soundtrack, weil mir gerade ein Freund den Film Deadman mit Johnny Depp gezeigt hat. Und da ist ja auch immer von Neil Young der Soundtrack, immer nur eine Gitarre. Ja, ist cool. Das ist eben Tom Waits, ganz speziell das Swordfish Trombones Album, das, wo er ja auch bekannt geworden ist, einfach auch zu brechen mit der vorherigen so Bluesmusik, und hat dann und so Blues, Jazz, und hat dann so angefangen, so wirklich so ein ganz eigenes, so theatral, wie Theater, also richtig atmosphärisch geräuschvolle Musik zu kreieren. Das ist der Soundtrack von Akira.
Und das auch mit den Trommeln und mit diesen riesen Glockenspielen, ich glaube Bass-Marimbas oder was das sind, in Japan heißen die bestimmt anders, aber vor allem mit den Chören und eben mit dieser absolut mystischen Atmosphäre, die da geschaffen wurde, das ist einmalig und natürlich für uns total maßgebend gewesen und immer so, also klar hat man immer so, boah, die machen das ist total geil und man will das irgendwie so selber auf seine Art und Weise machen und macht es halt mit den Mitteln, die man hat. Der geliebte Final Fantasy VII Soundtrack von, oh Gott, wenn ich das jetzt ausspreche, Nobuo Uematsu, so gilt einer der besten Soundtracks zu Final Fantasy, ist natürlich auch wahnsinnig emotional und so, aber macht halt die Bilder, also ordnet sich auch so den Bildern unter, aber hat so was Eigenes. Ich habe früher mal die japanischen Rollenspiele, die man so nur aus Amerika als Import bekommen hat, weil sie eben amerikanisch waren, weil Japanisch verstehe ich ja nicht, aber habe ich immer so gezockt, also ich bin da auch so ein bisschen Oldschool JRPG-affin, also deswegen war das... Also es gibt bestimmt andere maßgebende Soundtracks. Das ist halt interessant, weil solche Spiele spiele ich nicht und ja. ist halt total anders, aber trotzdem passt es dann. Einmal der Xenogears Soundtrack von Yasunori Mitsuda und einmal sein auch sehr geil Chrono Cross Soundtrack. Oh Gott, das wird ja richtig nerdig hier. Musik aus Mali, die ist ziemlich abgefahren, die CD. Die präsentiere ich einfach mal, aber das sind dann einfach... Ich glaube, das wurde direkt auf einem Dorfplatz aufgenommen. Und da ich eben die Trommeln mit einer Djembe mache und auch so Gesänge einfach so aufnehme, war das doch immer sowas, ja, wo es halt auch so mit die Einflüsse dabei sind. Oh Gott, ich kenne nur die C- und D-Titel. Was ist ein C? Ist Walking on the Walls gleich. Was war das Flashigste, aber auch nur, weil den Track hatte ich irgendwann angefangen und wie gesagt, ihr habt ja 3,5 Jahre daran produziert. Das erste halbe Jahr... Nicht ganz, aber... aber 3 Jahre und dann das erste halbe Jahr hatte ich ja so 3 Stück Tracks gemacht und da war eben einer von diesen Walking on the Walls. Und den habe ich dann auch vielen Leuten gezeigt so, und denen hat es immer so mit der Kalimba gut gefallen, dieses Sound. Was ist die? Hast du die hier? Ja, die habe ich hier. Die ist hinter dir, oben im Regal. Die war schweineteuer. Krass. Die Walking on the Walls Tracks sind auch meine Lieblingstracks mit. Wie gesagt, das Flashigste, ich hatte den dann so, ja, also ich wusste, dass ich ja die Tracks irgendwann fertig machen musste und habe mir dann eben den Marco eingeladen, einen guten Studienkollege, Marco Stanke, der Gitarrist, und es hat sich irgendwie ganz schicksalsbedingt ergeben, dass der eben runterkam im Keller bei mir und hat den Track gehört und hat dann mit der E-Gitarre was dazu gespielt und das war echt super flashig einfach. Der hat da so ganz verträumte Sachen eingespielt. Der Epilog. Ja, den finde ich auch sehr schön, weil da hat der Marco dann auch wieder mit der Gitarre viel dazu beigetragen. Epilog ist ja für die absoluten Fans jetzt ist ja quasi inspiriert von dem allerersten Track, den ich für den Soundtrack gemacht habe. Da diesen, heißt der Outside oder im Tempel, das erste Level, genau. Der ist ja quasi so die Weiterführung von diesem Track. Ist für mich auch immer ganz wichtig, wenn wir so eine Story entwickeln, dass sich am Ende sich auf den Anfang zurückbezogen wird, und das haben wir in dem Spiel auch so gemacht. Genau. So, ganz wichtig, Akustikbass, das war auch so ein Ding, warum ich Gruß geht raus an Kinderzimmer Productions, wollte immer so Beats bauen früher mit, ja, am liebsten natürlich mit Kontrabass und wollte nicht samplen und wollte alles so selber machen. Der hat das auch so metallene Stege und dann hat das alles immer so geklimpert und ganz furchtbar, und dann habe ich die eben rausgetan, was man ja eigentlich nicht macht, weil das einfach den Bass kaputt macht, und ja, und der hat jetzt so einen ganz hölzernen, schönen fretless Sound. Ist jetzt nicht geil.
sowas. Oh. Gefährliches Instrument. Yeah, geiler Sound. Das ist eine Oriental Music Instruments, steht drauf. Dann ist so eine, ich glaube so eine türkische Djembe irgendwie. Also eigentlich spielt man die dann so auch, ne? Eigentlich, aber ich spiele alles so. Aber der Ludi widersetzt sich den Regeln. Ein Rebell des Musikertums. Ich nehme ja immer nur auf und schneide mir das dann zurecht. Und genau, zum Beispiel der Rhythmus. Du bringst mich aus dem Konzept. Das ist mit Absicht. Jana was entdeckt in meinem Keller. Das Ding ist halt, das ist aus einem Eukalyptus und der ist so komplett massiv, also der schwingt fast nicht, der macht echt keinen guten Sound. Das war geil. Also was ich noch am Rechner so gemacht habe, ist klar Drum-Samples benutzt und also von Sample-CDs mit freien Drum-Samples halt drauf, weil die einfach geil aufgenommen sind und gleich bumsen wie die Sau. Das ist einfach, ich nehme zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Grundrhythmus oder einen Grundbeat habe oder eine Bassline oder sonst was, dann singe ich darüber und dann mit einem Stimmgerät, mit so einem Stimmgerät von dem Gesang die einzelnen Töne raus und mache daraus ein MIDI-Pattern. Das heißt, ich kann dann aus diesen MIDI-Pattern lege ich dann halt Synthesizer-Instrumente, VST-Instrumente halt drauf und ja, und schaue einfach, welcher Sound ganz cool passt so. Und genau. Dann hier noch ganz wichtig, Organisationsplan. Try bis 8.10., das war der Soundtrack, da sieht man schon. L für Ludwig, S für, das weiß ich schon gar nicht mehr, M für Marco, dass Marco Gitarre drauf gespielt hat oder eben nicht. Nee, das ist das Mastering, ob gemastert wurde oder nicht. Und da hatte ich dann auch ganz große Hilfe von meinem lieben Kollegen Alexander Müller, der hat mir geholfen, der arbeitet auch bei Dolby Digital. Der hat das dann quasi alles zusammengesucht und hat das alles gesammelt und hat dann quasi das alles in die richtige Lautstärke gebracht und hat dann nochmal so das so ein bisschen gemastert mit so einem kleinen Tool. Nicht übermäßig, aber so, dass es dann doch ein bisschen fresher klingt und ein bisschen mehr Druck hat. Und es war auch ziemlich aufwendig mit dem Soundtrack, weil es war ja nicht nur so, dass ich für den Soundtrack die einzelnen Tracks habe, der jetzt sagen wir mal 5 bis 6 Minuten geht. Es ging ja auch darum, dass es im Spiel, und da musste ich auch immer viel denken, dass im Spiel ja eigentlich immer nur so 30 Sekunden zu hören sind von einem dieser Tracks. Und dann habe ich die auch, musste ich die ja natürlich auch so konzipieren, dass das wie so ganz kleine Melodien oder so ganz kleine, so kurze Segmente an Musik eben sind. I really want to try to be a better friend today. I never want to hide my real face again. So let's take off the mask, let our head on all the time. I want to hold your hand, my friend. Yo, gebattelt auf der PS1 Bushido Blade mit Wodka, Cola, Pen and Paper, AK, Tribate. Styles ohne Ende, auf Beats gefreestylt. High Five und High Press und die alte Kellerzeit. Die Wände bunt bemalt, wie meine Cindy Mini. Gruß geht raus an Yogi und die Ladenkiddies. Art, Roman, Dominic, meine erste Crew. Erst später sind der Basti und der Konsti noch dazu. Morgens aufräumen, der Keller sieht übel aus. Später RPG mit dem Nachbarsjungen Kraus. Kopf voll, Wasserdampf, erste Girls stressen. Ich hab den Blues, um die Basslines zu tappen.
Wir haben alle damals ziemlich viel gezockt. Ey, Jeden Scheiß, alles machte ziemlich Bock. ey, Kämpfen für das Gute gegen jeden Devil. Break the high score, ab ins nächste Level. I really want to try to be a better friend today.